Ich begrüße euch bei einem neuen Abenteuer hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen wieder auf Schatzsuchen mit dem Metalldetektor auf einer der ersten frei gewordenen Flächen jetzt im zweiten Halbjahr 2024. Eine Fläche, auf der ich schon viele spannende, auch mittelalterliche Funde machen konnte. Einen richtig schönen Siegelstempel unter anderem oder auch ein Silberdinner. Ich bin gespannt, was heute geht, also bleibt auf jeden Fall dran. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektor-shop.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Und wir starten in ein neues Abenteuer. Das erste Signal hier, allerdings direkt am Feldrand, wie ihr seht, das ist immer doch ein sehr vermüllter Bereich. Soll auch nicht so tief liegen, eine 73. Ich glaube, da kommen wir schon mit einem Pinpointer ran. Ja, ich sehe hier schon was Silbriges. Und was ist es? Könnte ein Teil von einem Spielzeugauto oder von einem Firmenschild sein. Ja, aber trotzdem nichts Dolles. Also gucken wir weiter. Das nächste Signal haben wir hier schon im Aushub, auch wieder ein 73er. Ah. Ja, eine römische Aluminium-Knickkopfnadel. Scheiße. 73, 74. Okay, es ist hier auch schon in dem, was ich gerade weggeschoben habe. Das ist die erste deformierte Musketenkugel für heute. Immerhin. Ein 68er Signal. Merkwürdige Signale hier aus diesem Aushub. Ah, schon wieder so was Kleines hier, scheinbar. Und weiß ich auch nicht. Irgendein Schnipsel, sechseckig. Kann ich irgendwie nicht so richtig was mit anfangen. Ist das hier weggebrochen? Ja, scheint so, dass es hier an der Seite weggebrochen ist, aber von was das mal war, keine Ahnung. Knallersignal 86, ganz oberflächlich. Da reicht es, wenn wir mit dem Pinpointer schauen. Ich sehe noch nichts. Oh, ist das hier Glas? Ah, vielleicht ein Flaschendeckel oder so. Also Glas ist da auf jeden Fall schon mal drin. Ja, siehst, ja. Was ist das hier, Jägermeister oder was? Oh Mann, ey. Ja, es ist ganz schön warm heute. Ich bin ordentlich am Schwitzen. Ich habe schon einige Bahnen gemacht. Bis jetzt nur Musketenkugeln und Knöpfe. Jetzt haben wir die erste Münze und wie soll es anders sein? Das ist natürlich ein kleiner Scherf. Scheint aber noch ganz okay erhalten zu sein. Schauen wir mal, ob wir uns die angucken oder wenn wir vielleicht noch weitere finden heute, dann schauen wir sie uns wieder zusammen an. Aber auf jeden Fall lässt mich das hoffen, die erste Münze.
Da konnten wir den ersten kleinen Münzfund für diesen Tag machen. Wir schauen nun mal schnell drauf. Es handelt sich dabei um einen Schärf. Charakteristisch hier, wie so oft, der Löwe dort zu sehen. Und dann drehe ich euch die Münze noch einmal um. Bei dem Datum sind wir uns nicht so ganz sicher. Da müssen wir bei einer Zahl etwas rätseln, wie ihr gleich sehen werdet. Ich glaube, die Münze stammt aus dem Jahr 1571, aber die eine Zahl ist wirklich so undeutlich, dass es sich dabei auch um einen anderen Jahrgang handeln könnte. Und dann machen wir weiter mit einer Münze, die richtig gut erhalten ist. Schönes singendes 84er Signal. Oh, ich glaube, da sind wir auch schon recht drauf. Ja, was haben wir hier? Oh. Es ist eine Münze, Leute. Sehr schön. Die ist wirklich mal richtig gut erhalten. Oh, wische ich nicht rüber. Gucken wir uns gleich im Studio an. Wirklich toll erhalten. Richtig guter Erhaltungszustand hier. Geil. Da konnten wir die nächste Münze finden und die ist wirklich noch bombastisch erhalten. Wir gucken drauf. Es handelt sich dabei um eine Pfennigscheidemünze aus dem Jahr 1793 und in der Umschrift können wir noch Carolus lesen, also den Herrscher. Das steht in dem Fall für Karl Wilhelm Ferdinand. Und dann drehe ich euch die Münze auch noch mal um, denn da ist sie auch noch richtig gut erhalten. Sehen wir hier das Welfische Pferd, geprägt Braunschweig-Wolfenbüttel 1780 bis 1806. Und dann machen wir weiter, denn es soll nicht die letzte Münze für diesen Suchtag gewesen sein. Ja, ganz oberflächliche 80er hier irgendwo. Ach, da haben wir es schon. Es ist ein Stück Blech. Ich habe den nächsten kleinen Fund gemacht. Es ist wieder ein Knopf. Aber es könnte sogar sein, dass es ein Silberknopf ist. So eine Art venezianischer Knopf. Habe ich auch auf einer anderen Fläche schon mal gefunden. Haben auch meistens immer irgendwie eine dekorative Verzierung. Hier würde ich fast sagen, es ist irgendwie eine Art Stern in der Mitte und dann was drumherum. Vielleicht auch floral. Und wird sicherlich irgendwie mal Teil von irgendeiner Tracht gewesen sein, gehe ich mal von aus. Gleich daneben ein 83er Signal, nochmal hier sehr oberflächlich. Oh, es ist rund. Und, oh, es ist eine Münze. Geil. Ah, verkrustet ganz schön auf der einen Seite. Auf der anderen sieht man noch ein Herrschermonogramm. Ich glaube, es geht auch wieder in die Richtung Pfennig-Scheidemünze auf jeden Fall. Nächste Münze. Bei der nächsten Münze handelt es sich auch wieder um eine Pfennigscheidemünze, allerdings diesmal in einem schlechten Zustand. Die Vorderseite war extrem stark verkrustet und leider ist sie auch extrem prägeschwach nach der Reinigung. Also da kann man nicht mehr wirklich was drauf erkennen. Auf der Rückseite sehen wir noch das Herrschermonogramm. Da wollen wir nur einmal kurz raufschauen. Da habe ich jetzt allerdings auch nicht recherchiert, um wen es sich da handelt. Da war ich etwas faul, weil der Erhaltungszustand der Münze nicht mehr so gut ist. Aber machen wir weiter, denn es kommen noch ein paar interessante Funde. Wieder ein krasses 86er, 87er. Ziemlich oberflächlich auch. Es ist nur kleinflächig. Aber ich sehe es, glaube ich, schon. Was ist es?
Ja. Irgendein Stück von der Stange. Nee, Moment. Oh, es ist ein Projektil. Hat entweder mal was getroffen hier oben, so ein bisschen verbogen, hinten auch. Oder irgendwie ist vom Flug mitgenommen worden. Ja, ist auf jeden Fall ein Projektil. Wahrscheinlich aus der Nazi-Zeit hier, Wehrmacht. Naja. Ja, scheint so, als ob wir langsam eine gute Stelle hier gefunden haben. Die nächste Münze kam jetzt hier gerade aus dem Boden. Es ist, glaube ich, ein preußischer Pfennig. Nichts besonders Altes, also wir warten immer noch auf das Mittelalter. Mal gucken, was noch passiert heute im Laufe des Suchtages. Ich bin gespannt. Wir machen noch weiter. Die Sonne brennt, aber egal. Die nächste Münze, die wir hier finden, ein Preuße. Wir gucken mal schnell drauf. Auf der Vorderseite sehen wir, es handelt sich um einen Pfennig. Ich glaube aus dem Jahr 1827. Leider ist diese Münze nicht mehr ganz so toll erhalten. Ich drehe sie euch noch mal um. Hinten erkennen wir noch ganz schwach hier das preußische Wappen und in der Umschrift kann man noch so ganz leicht lesen, es handelt sich um 360 Einentaler, also 360 dieser Pfennigstücke hätten einen Taler ergeben. Und dann machen wir weiter mit einem, ich nenne es mal Schmuckfund. Ja, hier konnte ich noch mal einen ganz interessanten Fund machen aus Steinzeug. Und wenn wir da mal drauf schauen zusammen, dann seht ihr, was ich damit meine. Ihr seht dort nämlich das Wort noch einigermaßen Selters drauf. Also das heißt, es ist hier eine ältere Selter-Flasche, die hier wahrscheinlich mal mit dem Mistberg vom Landwirt auf dem Acker gelandet ist. Und das ist auch immer ein gutes Zeichen, dass man dann aus dieser Zeit quasi auch Münzen hier findet oder andere Gegenstände. Denn alles, was entsorgt wurde, kam mit auf den Misthaufen und wurde dann hier auf dem Acker aufgebracht. Unser Glück. Es ist so brütend heiß. Ich hatte hier gerade ein total feines 92, 93er Signal. Und ich dachte schon so, begrabe ich es jetzt, grabe ich es nicht, ist es Eisen vielleicht. Und es war tatsächlich mehr als Pinpointer tief hier. Es ist eine kleine Armbanduhr. Ja, da war der Schock erstmal groß, als ich diesen goldenen Rand hier sah. Aber ich glaube, das wird eine ganz einfache, günstige Uhr sein. Ich muss allerdings mal nachschauen. Auf dem Ziffernblatt steht Parat drauf. Also hinten ist auf jeden Fall Antimagnetic Steelback. Steht da irgendwie was und Water Protected. Ja, so richtig Water Protected scheint sie nicht gewesen zu sein. Ja, wie können wir uns eigentlich gleich mal im Studio angucken? Vielleicht finde ich zu dem Hersteller noch irgendwie was. Mal schauen. Da habe ich euch das Schmuckstück schon einmal hingestellt. Eine Armbanduhr, scheinbar der Marke Parat. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert im Netz. Und es gab einen Zusammenschluss deutscher Uhrenhersteller, die unter dem Namen Parat firmiert haben. Das war allerdings mehr ein Vertriebszusammenschluss, denn die Uhrenhersteller an sich, die Geschäfte sind eigenständig geblieben. Und zwar ist das Ganze passiert 1949 und da haben sich solche Hersteller wie zum Beispiel Arktos, Berg, Stover oder auch Para zusammengeschlossen und haben dann Armbanduhren unter dem Oberbegriff Parat hergestellt. Ich denke, hierbei wird es sich um so eine Uhr handeln dürfen. Ihr seht auch am Ziffernblatt, da ist Wasser eingedrungen, trotz, wenn wir sie mal umdrehen, dass wir dort drauf stehen haben, dass diese Uhr Water Protected ist. Also ganz Water Protected war sie über die Jahre dann nicht mehr, aber trotzdem ein interessanter Fund, wie ich finde. Und dann haben wir noch einen Fund gemacht, der, glaube ich, meiner Meinung nach ins Mittelalter datiert. Wir versuchen es nochmal mit einem 85er Signal live. Okay, es müsste noch drin sein. Der Ton ist aber weg. Jetzt haben wir es draußen. Und es ist der nächste Flaschendeckel. Hervorragend. Oh, und auch noch so goldglänzend. Scheißdreck, ey.
Nochmal ein 86er. Na, wo ist er? Oh nee, bitte. Nicht wieder sowas Tiefes. Warte mal. Scheiß Aluminium. Und ach, wieder nur Rotz. Wieder irgendein verbogenes, zusammengebogenes Aluminium-Scheißding. Probieren wir es nochmal live mit einem 8283er wieder. Mal gucken, ob wir da schon mit dem Pinpointer rankommen. Ja. Oh, ja, richtig massive, große Musketenkugel. Ja, Wahnsinn. Ah nee, wartet mal. Es ist keine Musketenkugel, glaube ich. Ich glaube, es ist ein Spinnenwürtel. Es scheint nämlich ein Loch drin zu sein. Ja, werde ich jetzt so auf dem Feld hier nicht sauber kriegen, aber ich glaube, es wird ein Spinnenwürtel sein. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir hier unseren ersten mittelalterlichen oder vielleicht sogar älteren Fund haben. Ja, es scheint mir ein Spinnenwürtel zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich mache ihn mal sauber und dann gucken wir gleich mal im Studio. Sehr cool. Da haben wir das nächste Fundstück stehen, ein sogenannter Spinnwürtel. Und genauso einen Spinnwürtel konnte ich vor einigen Folgen ja bereits schon einmal auf der Ausgrabung 2.0 finden. Ich glaube, auch dieser Spinnwürtel dürfte in das Mittelalter datieren. Ein Gerät zur Garnherstellung, womit man Garn gesponnen hat. Ich blende euch hier auch nochmal ein Bild ein, wie sich das Ganze zugetragen haben dürfte. Ein interessanter Fund, der vielleicht auch hier auf Besiedlung schließen lässt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Dann das Like nicht vergessen. Gerne ein Abo dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Mittlerweile könnt ihr auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen, wenn ihr dazu Lust habt. Ist natürlich kein Muss. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, dann schaut da gerne noch rein. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann schaut auch mal in die Videobeschreibung. Da ist ein Rabattcode versteckt. Ich sage danke fürs Ansehen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.